Die Lebensmittelpreise steigen, die Energiekosten steigen, alles wird teurer und dementsprechend hat halt nicht jeder die finanziellen Möglichkeiten, teure Haut- und Haarpflege zu kaufen und manche wollen auch einfach nicht viel Geld für Haut- und Haarpflege ausgeben und deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, welche Produkte aus der Drogerie meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut sind und unter 10 Euro kosten. Ich würde natürlich wie immer mit der Reinigung starten und ein Produkt, das meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut ist, ist das Isana pflegende Reinigungsöl, denn es lässt sich wunderbar mit Wasser runterspülen, es brennt nicht in den Augen, es hinterlässt keinen Film in den Augen, was mir persönlich auch super wichtig ist. Es ist komplett parfümfrei und leistet für gerade mal 2,49 € einen richtig guten Job. Der Isana Pure Reinigungsschaum ist ein Dauerfavorit von mir, den ich bereits mehrfach geleert und nachgekauft habe. Dieser Reinigungsschaum ist wunderbar sanft zur Haut und besticht durch eine milde Tensid-Kombi. Er brennt zumindest bei mir nicht in den Augen und fühlt sich einfach super fluffig und weich an. Er schafft es allerdings nicht, Make-up zu entfernen oder wasserfeste Sonnencreme rückstandslos zu entfernen. Nichtsdestotrotz mag ich ihn einfach sehr für zwischendurch, zum Beispiel wenn ich Sport gemacht und viel geschwitzt habe oder aber für die morgendliche Reinigung. Toner dürfen in diesem Video natürlich auch nicht fehlen, denn das ist eine meiner absolut liebsten Hautpflegekategorien und diese beiden hier mag ich besonders gern. Ich habe hier einmal den Isana Pure Toner, den ich bereits mehrfach aufgebraucht und nachgekauft habe. Auch diese Flasche ist schon leer, das heißt, da muss ich mir definitiv Nachschub besorgen. Und dieser Toner besticht auch durch eine milde Formulierung, die komplett parfümfrei ist. Er enthält einige feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe, ist aber doch sehr wässriger Natur und ich benutze ihn vor allem morgens zur Reinigung. Das heißt, wenn ich keine Lust habe, meine Haut mit irgendwelchen Tensiden zu strapazieren, dann nehme ich mir was von diesem Toner, gebe ein bisschen was davon auf mein wiederverwendbares Wattepad und gehe damit über mein Gesicht drüber, um einfach die Überreste meiner abendlichen Routine runterzunehmen. Der Balea Beauty Expert Hydration Toner ist für Drogerieverhältnisse ein großartiges Produkt, das wirklich gut formuliert ist, denn hier sind einige feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthalten, die man auch natürlicherweise in unserer Haut vorfinden kann. Ich habe hier sogar einen kleinen Sprühkopf draufgeschraubt, der jetzt nicht unbedingt perfekt ist, aber mit dem ich einiges an Produkt einsparen kann. Das ist auch so ein kleiner Spartipp von mir, falls ihr einen super wässrigen Toner haben solltet, dann schaut euch nach einem passenden Sprühkopf um, denn solche Wattepads saugen einfach wahnsinnig viel Produkt auf. Ich habe das auch mal getestet und miteinander verglichen. Wenn ich einen Toner mit Sprühkopf verwende, dann komme ich damit mindestens doppelt so lange aus, als wenn ich das Produkt auf ein Wattepad drauf gebe. Was Serien angeht, habe ich zwei Produkte am Start, die ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut finde. Und eins davon ist das Isana Overnight Moisture Serum mit 5% Niacinamid, welches bereits in dieser Konzentration hilfreich bei Hyperpigmentierung wie zum Beispiel Pigmentflecken sein kann. Ich habe auch übrigens ein komplettes Video zu Niacinamid gemacht. Das heißt, bevor ihr euch dieses Produkt zulegt, schaut es euch unbedingt an, damit ihr einfach wisst, was ihr erwarten könnt, wann ihr Effekte erwarten könnt und wie man Niacinamid am besten anwendet. Ich verlinke euch das entsprechende Video hier in dem i und unten in der Infobox. Was allerdings den Tragekomfort dieses Serums angeht, ist es so, dass es nicht ganz so angenehm ist. Also es ist nach dem Antrocknen schon etwas klebrig, aber da ich es hauptsächlich abends benutze, stört es mich nicht allzu sehr, vor allem wenn ich den ein oder anderen Trick anwende. Und zwar könnt ihr die Klebrigkeit von Produkten eindämmen, indem ihr beispielsweise vorher eure Haut anfeuchtet, zum Beispiel mit einem Toner und das Produkt dann direkt auf die noch feuchte Haut auftragt. Oder was auch geht, ihr nehmt euch ein bisschen was von dem Serum in die Handinnenfläche
und gebt ein paar Tröpfchen Öl hinzu, vermischt das und tragt das auch wieder auf die angefeuchtete Haut auf. Was auch gut funktioniert ist, wenn ihr solch ein klebriges Produkt mit eurem liebsten Basic Moisturizer in der Handinnenfläche mischt. Und wenn ihr all diese Sachen und Tricks miteinander kombiniert, ja, dann könnt ihr die Klebrigkeit definitiv auf ein Minimum begrenzen. Auch das Isana Bakuchiol Serum mit 0,1% Retinol und 0,5% Bakuchiol ist für Drogerieverhältnisse richtig gut formuliert, denn hier ist tatsächlich mal Retinol enthalten und nicht Retinylpalmitat. Und was mir an diesem Produkt auch so gut gefällt, ist die Verträglichkeit, weil ich nämlich bereits einige Produkte mit Retinol ausprobiert habe und wirklich immer dieselben Probleme hatte. Also meine Haut hat sich geschuppt, sie war extrem gereizt, weshalb ich die Produkte aus meiner Routine rauskicken musste. Aber bisher komme ich mit diesem Serum wunderbar zurecht und ich hoffe auch sehr, dass es so bleibt. Nichtsdestotrotz ist das halt wieder so ein Produkt, was ich eher abends verwende, weil es doch einen leicht pflegenden Effekt aufweist. Also es ist jetzt auch nicht dieses typisch wässrig-gelige Serum, sondern das ist eine Emulsion, die eben einen dezenten Pflegeeffekt hat. Aber wie gesagt, abends stört mich das nicht, vor allem da ich dieses Produkt ja nicht jeden Tag benutze, sondern wirklich alle 2 Tage, einfach nur um mögliche Irritationen zu vermeiden. Das Neutrogena Feuchtigkeitsgel mit 4% Niacinamid hat mich auch extrem positiv überrascht, denn das ist wirklich ein super angenehm, leichtes Gel, was nahezu schwerelos auf der Haut ist und das auch kein glänzendes bzw. öliges Finish erzeugt. Das heißt, das hier ist tatsächlich mal ein Produkt, das für ölige Haut geeignet sein könnte. Und was mir auch richtig gut gefällt, ist die Einsatzkonzentration des Niacinamids, denn 4% können hilfreich bei Pickeln sein, die sich schneller abklingen lassen und auch so ein bisschen vorbeugen. Und was ich auch richtig nice finde, ist einfach, dass dieses Gel komplett parfümfrei ist, was für Neutrogena eine absolute Seltenheit ist. Die Balea Med Barriereschutzcreme habe ich jetzt auch schon des Öfteren gelobt und ich bleibe dabei, das ist meiner Meinung nach eine der besten Cremes in der Drogerie ever und ich hoffe sehr, dass DM niemals auf die Idee kommt, diese wundervolle Barriereschutzcreme auszulisten, denn ich bin der Meinung, dass dieses Produkt wirklich super viele Hautbedürfnisse bedienen kann, denn das ist einfach nur eine Creme, die die Hautbarriere unterstützt und die auch beruhigend wirkt. Hier ist nämlich 5% Panthenol enthalten, außerdem Hafer und barriereunterstützende Ceramide. Von dieser Creme kann eigentlich fast jede Haut profitieren, sofern man damit zurechtkommt. Und ich persönlich vertrage diese Creme wunderbar. Ich benutze sie fast jeden Abend, um meine Hautbarriere zu unterstützen. Und ich habe auch kürzlich ein Video zu diesem Thema gemacht, also wie man eine strapazierte Hautbarriere erkennt, warum man überhaupt seine Hautbarriere in die Hautpflegeroutine einbeziehen sollte und ja, was passieren kann, wenn man einfach zu viel möchte und zu viele Actives auf einmal verwendet. Schaut euch das Video gerne an. Ich verlinke euch das hier oben in dem i und unten in der Infobox. Aber diese Creme ist einfach nur eine absolute Wohltat, lässt sich wunderbar auf der Haut verteilen und erzeugt ein semi-mattes, aber doch leicht gepflegtes Finish. Was Sonnenschutz angeht, sieht es in der Drogerie nach wie vor richtig mau aus, vor allem wenn man ölige Haut hat. Aber ein Produkt, das ich immer wieder nachkaufe, ist das Sun-Ozon Sensitive Sonnenfluid, denn im Vergleich zu anderen Sonnenschutzmitteln in der Drogerie macht es einen richtig guten Job und ist auch noch wunderbar formuliert. Es lässt sich gut verteilen, es brennt bei mir nicht in den Augen und es krümelt auch in der korrekten Auftragsmenge nicht runter. Also zumindest bei mir ist das so. Allerdings benutze ich es dennoch eher als Outdoor-Sonnencreme, weil ich im Alltag doch in den meisten Fällen auf meine asiatischen Sonnencremes zurückgreife, weil die vom Tragekomfort richtig angenehm sind.
Aber da ich weiß, dass sich nicht jeder asiatische Sonnencremes leisten kann, habe ich mir vorgenommen, möglichst viele verschiedene Drogerietagescremes mit Lichtschutzfaktor zu testen, in der korrekten Menge aufzutragen und miteinander zu vergleichen. Einfach nur, um zu schauen, ob sie vom Tragekomfort ein bisschen angenehmer sind im Vergleich zu den Standard-Sonnenschutzmitteln. Und falls ihr da irgendwelche Produkte im Kopf habt, die natürlich auch zu meiner Duftstoffallergie passen und die vielleicht sogar mindestens einen Lichtschutzfaktor von 30 aufweisen, dann schreibt es gern unten in die Kommentare, damit ich diese berücksichtigen kann. Bevor ich euch meine liebsten Haarpflegeprodukte aus der Drogerie zeige, müsst ihr eins über mich wissen. Ich bin extrem geizig, was Haarpflegeprodukte angeht und bin nicht bereit, haufenweise Geld für Haarpflege auszugeben, die am Ende doch im Abfluss landet, zumal ich auch extrem anspruchsloses Haar habe. Ich mache nicht viel mit meinen Haaren, ich nutze selten Styling-Produkte, ich föhne sie selten, sondern lasse sie oftmals Luft trocknen, ich nutze kein Glätteisen, ich färbe sie extrem selten und deshalb gibt es dann nicht sonderlich viel, was repariert oder irgendwie behandelt werden muss. Und deshalb, wie gesagt, sehe ich da jetzt auch keinen Sinn, zum Beispiel 30 € für ein Shampoo auszugeben oder 30 € für eine Spülung auszugeben. Was mir aber besonders wichtig ist, ist einfach, dass meine Kopfhaut mit den Shampoos, die ich nutze, gut zurechtkommt. Denn ich habe eine super empfindliche Kopfhaut und ich habe eine Duftstoffallergie. Das heißt, das grenzt die Produkte in der Drogerie schon mal extrem ein. Und ich habe hier zwei Produkte, die gerade mal 75 Cent kosten, aber trotzdem großartige Ergebnisse liefern. Ich würde mal mit dem Shampoo anfangen. Das ist das Sugar Plum Shampoo von Balea, das 75 Cent kostet und richtig, richtig gut funktioniert. Ich habe eine empfindliche Kopfhaut und muss so ein bisschen darauf achten, was ich verwende. Aber wenn ich mal etwas gefunden habe, das für meine Kopfhaut, aber auch für meine Haare gut funktioniert, dann bleibe ich in den meisten Fällen dabei, denn ich bin nicht sonderlich experimentierfreudig, was Haarpflegeprodukte angeht. Aber das hier ist wirklich, wirklich großartig und ich finde das vom Duft deutlich angenehmer im Vergleich zum Pfirsich-Shampoo, welches nicht so wirklich nach Pfirsich riecht. Das hier hat einen süßlich warmen, fruchtigen Duft und ist einfach wahnsinnig angenehm in der Handhabung, lässt sich gut aufschäumen, lässt sich gut verteilen und auch gut wieder rausspülen. Das Produkt ist parfümiert, enthält aber keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und meine Kopfhaut kommt richtig, richtig gut damit zurecht. Falls ihr eine Duftalternative zu dem Sugar Plum Shampoo suchen solltet, dann schaut euch unbedingt das Sensitive Shampoo für 75 Cent an, denn das hat einen ähnlichen Effekt, hat auch eine ähnliche Tensid-Kombi, aber es riecht ein bisschen neutraler und erinnert an frische Wäsche. Auf die Balea Feuchtigkeitsspülung kann ich mich immer verlassen, denn die macht für gerade mal 75 Cent einen großartigen Job. Wie gesagt, meine Haare sind eher fein, sie sind relativ anspruchslos, aber ich brauche halt etwas, was von der Formulierung recht ausgewogen ist und das kann man nur selten anhand der Inhaltsstoffe erkennen. Das heißt, da muss man sich auch so ein bisschen in der Praxis durchtesten und ich habe bereits so viele Conditioner ausprobiert, die entweder zu schwer für meine Haare waren oder aber die meine Haare extrem spröde zurückgelassen haben. Und das ist bei dieser Spülung überhaupt nicht der Fall. Die ist sehr ausgewogen formuliert und passt perfekt zu meiner Haarstruktur und einfach auch zu meinen Haarbedürfnissen, wenn ich das jetzt einfach mal so nennen darf. Denn sie lässt sich wunderbar verteilen, sie lässt sich easy peasy ausspülen und hinterlässt einfach nur geschmeidiges, glänzendes Haar, das nicht in Fettsträhnen runterhängt. Was die Formulierung angeht, ist die Spülung relativ einfach gehalten. Ihr werdet hier keine super fancy Pflanzenextrakte oder Pflanzenöle vorfinden, bei denen fraglich ist, ob die überhaupt irgendetwas fürs Haar tun. Aber was sie meistens tun, ist den Preis in die Höhe zu treiben. Dementsprechend ja, bin ich jetzt auch nicht traurig, dass hier keine fancy Inhaltsstoffe vorzufinden sind. Es sind aber so ein paar
Basic-Inhaltsstoffe drin, die einen positiven Effekt auf das Haar haben können, wie zum Beispiel ein Fettalkohol, der das Haar so ein bisschen geschmeidig machen kann, oder aber auch Antistatika, die dafür sorgen, dass die Haare nicht mehr negativ aufgeladen sind und dadurch nicht so durch die Gegend fliegen. Normalerweise handhabe ich es ja auch so, dass ich meine flüssigen Shampoos im Wechsel mit einem festen Shampoo verwende, um so ein bisschen Verpackungsmüll einzusparen. Und da verwende ich seit jeher das feste Shampoo von Isana in der Mango-Kokos-Version. Ich hatte noch ein paar andere Favoriten aus der Drogerie, die zwischenzeitlich allesamt ausgelistet wurden, was extrem schade ist. Aber dieses Produkt ist nach wie vor im Rossmann-Sortiment vorzufinden und ich kaufe es auch immer wieder nach. Hier wurde mittlerweile die Verpackung so ein bisschen geändert und auch die Form des Shampoos, aber die Formulierung ist die gleiche geblieben. Und falls ihr euch fragen solltet, warum ich diese Produkte im Wechsel verwende, das liegt einfach daran, dass ich gemerkt habe, dass diese festen Shampoos auf Dauer meine Kopfhaut reizen, was jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich ist, denn feste Shampoos, ja, die haben einfach eine recht hohe Tensidkonzentration und da muss man einfach mal so ein bisschen aufpassen, wie lange man diese Produkte am Stück verwendet, und meine empfindliche Kopfhaut, die kommt da einfach auf Dauer nicht so gut damit zurecht. Deswegen habe ich für mich einfach festgelegt, dass ich diese festen Shampoos im Wechsel mit meinen flüssigen Shampoos verwende und fahre damit bisher richtig, richtig gut. Ich hoffe sehr, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat und würde mich natürlich extrem freuen, wenn ihr es teilen würdet oder wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst oder wenn ihr sogar meinen Kanal abonniert. Und falls ihr jetzt noch mehr Lust auf Drogerie-Hautpflege-Videos haben solltet, dann klickt einfach auf diese Playlist hier und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!